Podcast. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's, Ohren auf. Ich drück mal auf die Play-Taste. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Experten-Podcasts. Heute mit einer wunderbaren Expertin, die mir hier gegenüber sitzt. Das ist die Carina Konrad. Hallo Carina. Hallo Thomas. Geht's dir gut? Ja, danke, sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch wunderbar und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt in den nächsten Minuten so erzählst über dich. Fang doch mal an, was machst du so? Was ist deine Expertise? Meine Expertise liegt tatsächlich in der Kunst, in der bildenden Kunst. Und ich habe mich da auf das Thema Heilung und Persönlichkeitsentwicklung spezialisiert. Okay, könntest du das mal konkretisieren, damit man sich was darunter vorstellt? Also Kunst als Heilung sozusagen? Genau, ja. Kunst hat ja ohnehin profitiert davon, dass Bilder direkt auf unser Unterbewusstsein wirken. Egal, was wir uns angucken, seien das Nachrichten oder Bilder von der Familie oder eben Kunst an der Wand. Es hat einen direkten Einfluss auf die Gefühle, die wir in dem Moment haben, ob die positiv oder negativ sind. Und auf diesem Grundgedanken kann ich aufbauen. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Zur Kunst bin ich recht früh gekommen durch meine Mutter. Die hat selbst gemalt und natürlich muss das Kind ja auch irgendwo hin. Das hat sie dann mitgenommen, wenn sie unterwegs war. Das hatte dann auch eine Pause und ich bin erst sehr viel später wieder zur Kunst gekommen, als ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und auch mit dem, was ist mein Herzthema, also wofür habe ich eine Leidenschaft, was liegt mir gut, was kann ich. Kannst du mal ein Beispiel sagen, zum Beispiel aus deinem Beruf, auch deiner Erfahrung, wie zum Beispiel Kunst geholfen hat? Da gibt's verschiedene. Eine Kundin zum Beispiel, die hat sich mit dem spirituellen Thema von der Raupe zum Schmetterling beschäftigt, um sich daran zu erinnern, dass auch jede Lebenskrise, noch so schlimm sie auch sein kann, am Ende etwas Positives hat. Man geht stärker hervor, wie ein Schmetterling. Und dass man dieses Vertrauen haben soll in das, was passiert, egal wie schlimm es in diesem Moment ist. Und dieses Bild hängt bei ihr im Büro. Und es gibt ihr jeden Tag halt auch die Kraft, diesen Tag zu überstehen und auch durch dunkle Zeiten zu gehen. Bevor du das mit dem Büro gesagt hast, habe ich so überlegt, ob es so Tipps gibt, welche Bilder oder welche Kunst man in Büroräumen auch aufstellt, damit die Menschen, die da arbeiten, ein gutes Gefühl haben. Da würde ich sagen, es kommt auf das persönliche Thema an. Ist man jemand, der gerne mal über Tag vergisst, sein Energielevel zu kontrollieren? Wie geht's mir gerade? Bin ich unter Stress? Für die ist ein Bild im Büro ganz praktisch, wo sie sich daran erinnern, dass sie die Energie wieder aufladen sollten und mal kurz innehalten oder Bilder mit Steinen, mit Ruhe, die sie mal kurz wieder runterholen. Es kann auch förderlich sein, Mindset-Bilder aufzuhängen. Ist mein Thema, ich möchte mich mehr fokussieren, dass ich mir vielleicht einen Bussard hinhänge oder so, der wirklich diese scharfen Augen hat. Oder aber Loslassbilder. Also ich würde sagen, das kommt ganz darauf an, was man für eine Firma ist, was für ein Business man hat und was auch das eigene Thema ist. Gibt es auch Motive, die man nicht aufhängen sollte? Ich würde auch sagen, das ist sehr persönlich. Es gibt Menschen, die mögen kein Blau. Würde ich von daher dann auch nicht empfehlen, egal wie gut das Thema passt. Und natürlich sind auch Bilder wie Krieg, Hunger, Leid. Das sind Bilder, die sollte man nicht ganz außer Acht lassen natürlich, aber nicht den ganzen Tag das Gehirn damit füttern. Ja, das glaube ich, dass das kontraproduktiv ist, aber sie haben natürlich einen Platz, natürlich, ganz klar. Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen, Carina, darum habe ich einige Fragen. Fast Lane heißt die Kategorie. Kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. Wenn wir schon bei Kunst sind, wer ist dein Lieblingskünstler? Salvador Dali. Wen würdest du mal gerne persönlich kennenlernen? Von den Künstlern her zum Beispiel Giga, wenn er noch leben würde. Und gibt's auch sonst neben der Kunst vielleicht Menschen, die dich interessieren? Ja, aus der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viele Menschen, die ich gern mal treffen würde, sei es Anthony Robbins mal sehen oder
fällt mir gerade der Name nicht ein, ist aber auch ein Amerikaniker. So. Ja, Amerikaniker, ein Akademiker, Amerikaniker. Okay, und was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? Ich würde die Stellschraube für Hoffnung, denke ich, ein bisschen höher drehen. Eine Frage habe ich noch. Wie würdest du dein Motto beschreiben? Alles ist in dir. Alles ist in dir. Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss von unserer Expertin Carina Konrad. Heute bei uns im Experten-Podcast, die Expertin für Bildende Kunst und Heilung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.